Unfassbar geil. Das ist schon richtig geil. Ganz dezent, oder? Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder zu Besuch beim Gear Collector. Was geht ab? Ich grüße dich sehr. Ja, danke schön, dass wir wieder hier sein dürfen. Es hat sich nicht mehr in der Zwischenzeit ein bisschen was getan. Du hast 2 neue Autos, richtig? Zwei neue Autos, ja. Wir können der Vollständigkeit halber das vielleicht einmal kurz zeigen. Kommt mal schnell mit. Du hast ja, also ich habe ja wirklich lang darauf hingearbeitet, dass du dir mal ein Audi holst. Aber eigentlich habe ich das gemacht, weil ich dachte, du kommst dann zu uns und lass mal ein bisschen Geld bei uns liegen. Jetzt hast du ja einfach nur ein e-tron gekauft. Trotzdem okay, oder? Jetzt ist es soweit. Nach den 2 Jahren konntest du mich jetzt endlich überreden. Wobei, man muss ja dazu sagen, so wirklich verkaufen wolltest du mir eigentlich nie ein. Du hast halt immer so ein bisschen so getriggert, hast gesagt, da muss mal ein Audi in die Sammlung rein. Ja, ich bin ja jetzt auch nicht so, ne? Ich bin ja nicht hier zum Verkaufen, sondern zum Spaß haben. Und ich dachte mir jetzt halt pünktlich, bevor du kommst, jetzt ist es endlich soweit. Audi, rein elektrisch. Ja, schauen wir mal, was da geht. Also bisher muss ich sagen, für mich das beste Auto in der Stadt. Das ist so entspannt zum Fahren. Glaube ich, ja. Vor allem natürlich, weil die anderen auch so laut sind. Also ich glaube, du hast ja auch nicht so viel Auswahl, was in der Stadt so gut funktioniert. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns heute auf das konzentrieren, was hier unter der Haube ist. Ich bin das Auto ja schon gefahren, muss ich dazu sagen. Aber also nicht das, nicht die... Sollen wir es mal zeigen, was es ist? Steht eh im Titel. Von mir aus gerne. Ne? Also du hast dir ja den AMG GT Black Series Project One Edition geholt. So. Und das ist schon... Oh, das ist schon ein sehr freches Gerät, sage ich dir. Ich bin ja den normalen, der sich nur optisch unterscheidet, muss man sagen. Ne? Ja. Bin ich gefahren und war schwer angetan, wirklich sehr schwer angetan. Es ist schon ein unfassbar geiles Fahrzeug. Vor allem halt richtig Motorsport, ne? Das ist es halt. Also für mich ist das eigentlich ja, mehr oder weniger ein Auto rein nur für die Rennstrecke, wo du eine Straßenzulassung hast. Ich hätte nie gedacht, dass da der Unterschied so extrem wäre gegenüber einem GTR. Ich weiß nicht, bist du ein GTR schon mal gefahren? Ja. Riesenunterschied. Riesenunterschied. Ja. Du kannst es nicht vergleichen. Komplett anderes Auto von der Fahrweise. Unfassbar. Ich sage auch immer zu den Leuten, weil viele nicht verstehen, wo der Preis herkommt. Wieso jetzt hat der Black Series eigentlich fast das Doppelte kostet gegenüber einem GTR. Aber ganz ehrlich, klar, Chassis ist gleich, aber sonst ist alles anders. Der Motor, flache Kurbelwelle, die ganze Aerodynamik, das kannst du nicht vergleichen. Nee, aber was da Mercedes hier gemacht hat, ist schon wirklich unfassbar. Ist echt unfassbar. Und du hast aber in der Zwischenzeit ja schon auch ein bisschen dir gedacht, okay, Serie ist nicht so mein Ding. Ich will noch ein bisschen mehr. Also erstens von außen, er kommt ja glänzend schwarz bei der Project One Edition. Du konntest ja damals dieses von Silber auf Schwarz übergehend auswählen oder eben das komplette Schwarz. Das ist schon geil. Aber lass mal schnell hier hingucken, dann können wir das mal einmal kurz angucken. Also das ist quasi diese... Das ist auch komplett lackiert, das oder? Das ist alles komplett lackiert und dauert um die 4 Wochen. Das ist alles handlackiert. Und was wir dann gemacht haben, wir haben eigentlich so eine komplette Steinwerkschutzfolie drüber gezogen, PPF, in Satin. Und was passiert? Das Auto wird mattschwarz. Und schaut unfassbar gut aus, ne? Also auch diese ganzen Detailfarben, die hast du ja quasi auch nachträglich gemacht, oder? Also Serie kommt hier die Felgen, die sind lackiert. Ja. Dann das hier an der Seite der Streifen und alles andere, was du in Petronas siehst, das haben wir alles nachträglich noch gemacht. Okay. Genau. Das ist schon frech. Aber jetzt hier vorne? Das ist ja für die Rennstrecke. Du kannst den Frontspoiler noch mal ausziehen. Ach. Du kannst extra noch mal ausziehen. Einfach also das haben aber alle. Das haben alle, da hast du ein spezielles Werkzeug dabei, ziehst du den hier aus, machst du es hier fest, dasselbe ist auch, lass uns noch mal kurz nach hinten gehen. Das hatten wir letztes Mal nicht, jetzt habe ich gerade gedacht, du warst ja das irgendwie nachträglich hingebaut. Nee, also das hast du bei jedem Black Series da dabei und das ziehst du einfach raus, sozusagen für die Rennstrecke und du merkst wirklich den Unterschied. Aber ist das immer noch, also darf man so auf der Straße fahren? Ehrliche Frage, weil es ist ja schon crazy, ne? Also so mit... Kein Kommentar. Okay, alles klar. Ich bin ja gerade von der Rennstrecke gekommen, deswegen ist er jetzt noch ausgezogen gewesen. Ja, deswegen. Das machen wir dann rein. Und ich weiß nicht, ob der am Spoiler was auffällt, der ist ja der steht ja normalerweise gerade. Ja, bei dir steht er sehr steil. Genau, das heißt, du kannst es hier alles verschrauben und ist jetzt für die Höchstgeschwindigkeit nicht ideal, aber für die Rennstrecke ist es halt perfekt. Du hast einfach nochmal mehr Abtrieb und
steht auch nochmal anders da. Ja, ja, auf jeden Fall. Und halt ein bisschen mehr Sicherheit, ne? Du brauchst ja auch ein bisschen Sicherheit auf der Hinterachse. Eben, deswegen. Ja, also ohne Scheiß, unfassbar geil. So, Leistung ist nicht Serie. Nicht ganz. Serienmäßiger 730 PS. Ja. Hier haben wir jetzt halt 860 PS, knapp 1000 Newtonmeter, was völlig ausreichend ist. Ja, und ist wirst okay, auch gleich würd sehen. Ich sagen, oder? Also, ne? Sag mal, für in die Stadt fahren ist okay. Ist in Ordnung, oder? Ist in Ordnung. Ja. Und Abgasanlage? So gut wie Serie. Okay. Genau. Okay. Wie ist er klangtechnisch für dich? Was sagst du? Serienmäßig kannst du ihn vergessen vom Klang, leider. Da geht wirklich nicht viel, aber so mit der Version jetzt ist perfekt. Also ich bin mal gespannt, was du dazu sagen wirst von der Klangart. Das ist was sehr Spezielles. Okay, dann würde ich sagen, wir hauen euch jetzt mal ein paar geile Bilder rein, einen kleinen Porn und dann starten wir das Ding mal und schauen mal, was er kann. Weil hier steht auch schon, ich habe keine Zeit, ich bin Rentner, deswegen verlieren wir die auch nicht. Jetzt volle Attacke, viel Spaß. Also ich glaube, eins kann man auf jeden Fall sagen, Leute, die ganze Farbkombo, wie der hier steht, das ist richtig frech. Ich finde es mega gut. Ich finde auch die schwarze Wahl besser als die silberne. Das steht dem echt mega, mega. Aber jetzt wollten wir ja mal schauen, wie es sich anhört. Ne? Da können wir schon mal hier aufmachen, dann könnt ihr auch schon mal ein bisschen reinspähen, wie es hier drin aussieht. Das zieht sich natürlich weiter. Ne? Die ganze Farbgebung ist, da wird aufs kleinste Detail geachtet. Hier die Nähte sind natürlich alle in diesem Petronas Grün. Selbst hier diese Traktionskontrolle, das ist ja normalerweise immer in Gelb hier. Zumindest habe ich es noch nie anders gesehen als in Gelb, ist jetzt in der Farbe geil. So, jetzt machen wir das Ding mal an. Ich gehe mal nach hinten. Achtung. Man hört kein Wort, der ist lauter als gedacht, ne? Ist laut, oder? Ja, aber es liegt auch an der Garage, ne? Darf man nicht vergessen. Das ist schon, halt immer. ja, der Gag Collector hat hier schon einen kleinen Soundvorteil auf jeden Fall, immer. Okay, jetzt schießt er richtig. Shots fired, ey. Shots fired. Ey, also ganz ehrlich, ich war ja letztes Mal schon so angetan, deswegen ich bin jetzt auf jeden Fall wieder richtig happy, dass wir auch wieder mit dem Auto fahren können. Es ist ein sehr schönes Auto, so wie der jetzt hier ist, vom allerfeinsten, aber jetzt fahren wir einfach mal aus der Garage hier raus und drücken mal richtig durch und schauen mal, wie es sich so anfühlt. Okay. So, 200 auf der Uhr. Junge. Ja, die Durchzüge ist das ist schon richtig frech, ne? Geht schon was vorwärts, ne? Aber was ich so viel geiler finde bei dem Auto, Die Bremsen, ne? oder? Das ist brutal, ne? Ey, das sage ich auch immer wieder. Du tippst nur die Bremse ein bisschen an und was du da Bremsdruck hast, das ist brutal. Boah, es ist so gut. Und da hast du wieder diesen Faktor, dass ich finde, dass du diesen Abtrieb auch spürst. Genau. Weil diese Art von Bremsung, das schaffst du nicht, oder dieses Gefühl schaffst du ja nicht zu bekommen, wenn du nicht ein gewisses Level an Abtrieb hast. Und hier, ich habe jetzt ganz das erste Mal die Bremse berührt. Also die ist nicht warm oder irgendwas. Genau. Und das direkt greift. warm. Und das ist einfach richtig geil. Das sind so Dinge, da spürst du einfach wirklich den Unterschied zu Standard, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Brutal. So, jetzt hören wir mal ein bisschen hier.
Pfeifen auch serienmäßig? Ich muss gerade überlegen. Nee, Nicht, das sind extra noch Blow-Offs von Opus umgebaut. Okay. So, jetzt muss man aber eins mal noch erklären. Ich meine, das ist die Project One Edition. Genau. Das heißt, dieses Auto in der Form haben ja die Leute nur bekommen, wenn sie einen Project One sich bestellt haben. Korrekt, richtig, genau. Richtig. Genau. Also du hattest damals die Möglichkeit, mit dem Project One hier jetzt beim GT Black Series die Project One Edition zu bekommen, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, entweder in dem Silber auf Schwarz oder eben komplette schwarze Lackierung mit den ganzen Sternen. So, und der Project One, also was kostet das Auto jetzt hier gesamt? Ganz ehrlich, ich kann's dir nicht sagen. Okay. Also, ich weiß es gar nicht. Normaler GT Black Series, wo du da preislich nochmal gewesen bist, ich müsste jetzt wirklich lügen. Ja, ich weiß so. Also einfach da nochmal die 50 draufrechnen. Okay. Aber wie gesagt, es ist ja nicht nur die Lackierung, es sind ja die ganzen, auch hier jetzt der Innenraum, die Petronas-Nähte. Okay, also das hat auch nur der dann quasi. Genau. Auch dass das hier grün ist, hat auch noch der. Genau, richtig. Ja, sprich weiter. Geht schon was, ne? So geil. Ja, also das Auto ist einfach brutal. Und Project One kommt jetzt wann? Also geplant ist es Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres, das Update, was ich bekommen habe. Du musst dir überlegen, das Auto war ja fertig. Das Auto war komplett fertig und dann haben sich die Abgasregeln, dann hat sich das alles geändert und du redest von ungefähr 80 Autos in Europa und aus dem Grund musste das Auto komplett neu entwickelt werden, weil wir reden davon, dass in den Formel 1 Motor ein OPF rein muss. Ja? Und das brauche ich dir ja nicht erzählen, du hast auf einmal andere Temperaturen. Ja. Und deswegen, ich sage immer wieder, egal welcher andere Hersteller dahinter wäre, wäre das ganze Projekt gecancelt worden. Aber das ist eben Mercedes, das war von Anfang an für Mercedes schon reines Verlustgeschäft, rein nur Marketing. Wir wollen einen Formel 1 Motor mit Straßenzulassung bringen und dass sie das jetzt weiterhin so durchziehen, das muss man halt wirklich schon sagen, Hut ab. Ja. Bin ich sehr gespannt. Das wird crazy, glaube ich, das Auto, ne? Ja, das wird echt verrückt. Weil ich meine, wenn du das mit dem Bugatti Chiron vergleichst, ist auch ein mega geiles Auto. Aber ich meine, was du da fürs Geld wieder bekommst an Technik und allem, das ist halt einfach extrem. Ja. Und wird es auch nie wieder geben. Es gab es noch nie mit Straßenzulassung und wird es auch nie wieder geben. Ja. So, 200. Letztes Mal schon aufgefallen, dieser Durchzug von dem Auto ist komplett crazy geil, aber du merkst auch obenrum einfach diesen Abtrieb, ne? Voll. Also irgendwann merkst du einfach, du fährst gegen die Wand, so, die Beschleunigung reißt ab, aber finde ich, also wirklich, ich würde immer Topspeed gegen Abtrieb tauschen, weil dieses Gefühl von Abtrieb so was Geiles ist, finde ich, weil du so im Straßenauto das hast und du es auf der Bremse spürst, wenn du eine Kurve einlenkst. Deswegen, und was meinst du, was dieser Spoiler da hinten, dass ich den jetzt wieder verstellt habe? Bei der 100-200 Messung habe ich ihn ja bei mir auf meinem Kanal beim Video mit 4,88 Sekunden gemessen. Ja. Aber so wie er jetzt wieder verstellt ist, ich glaube unter 5 Sekunden fahren wir gar nicht. Ja, weil das ist extrem, dieses bisschen Verstellen, was das für ein Riesenunterschied ist. Das ist mir auch zu langsam und also alles über 5 Sekunden ist ja auch lächerlich. Ja, es geht gar nicht. Also ich bleibe dabei, für mich eins der besten Straßenfahrzeuge, die ich gefahren bin. Also ich meine, ich bin jetzt auch schon viel gefahren, weißt ja, aber für mich, ich habe es ja auf dem Video gesagt, für mich ist es das zweitbeste Auto, was ich je gefahren bin, nach dem McLaren Senna. Ja. Also ich bin das Ding auf der Nordschleife gefahren und das ist unfassbar einfach. Ich meine, Gegner vom GT2S, der GT2S ist nicht wirklich langsamer, nicht viel, aber der gibt dir halt einfach so viel mehr Selbstvertrauen nochmal. Ja. Der ballert schon hinten raus.
Jetzt ist er ein bisschen warm. Sollen wir noch mal einen Sound machen? Ja, jetzt gib ihn doch noch mal So, richtig. ich geb ihm. Ja, das ist schon geisteskrank, ey. Das ist schon richtig geisteskrank. Ganz dezent, oder? Das ist aber mal richtig ganz dezent. Ja gut, einparken üben wir vielleicht nochmal, ne? Jedes Mal, wenn wir beim Rear Collector sind, verliert man so 10% der Hörleistung. Ja. Wir haben nur noch 60, glaube ich. Ey, krass. So ein... Schau, jetzt habe ich schon wieder nicht zubekommen hier. Das sind die typischen GT-Türen, die Ja. musst du zuhauen. Ja, ich hab Das ist halt nicht so wie bei einem Audi, wo du dieses schöne Soft-Close hast, entspannt. Das ist halt noch richtig dieses sportliche, männliche, verstehst Ja, du? ich habe ein bisschen Respekt, weil es nicht meiner ist, will ich jedes Mal das Ding so durchschneizen. Also auf jeden Fall, unfassbar geiles Auto. Hoffe, hat dir gefallen. Hat richtig Spaß gemacht. Geisteskrank, ich lieb's. Ich würde es gerne mal auf einer Rennstrecke fahren. Vielleicht irgendwie, kann man da bei Mercedes nicht mal bei so einem, wenn da wieder so ein Instruktor-Dings ist, mal sagen, du müsstest einen Kollegen mitbringen, der auch mal sowas fahren muss? Ja, oder vielleicht mache ich ja nächstes Jahr wieder einen Trackday und habe den zufälligerweise dabei. Vielleicht, weiß ich ja nicht. Wäre auf jeden Fall schön, ja. Wäre auf jeden Fall schön. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. War krass, Leute. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt natürlich auch gerne bei seinem Kanal vorbeischauen. Ist unten verlinkt. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Nothing can stop me. I'm all the way.